Ja, sehr gut, genau. Doch, das ist auch ein Zeichen. And where Jesus transforms water into good wine. Also ich finde, das ist so ein Zeichen auch wie ein geteilter Fluss, so Wasser bedroht. Das sind so, hey, Gott ist am Werk. For me, this is another sign, like a river parting, or now here water turning red. It shows like God is at work. Ja. Und eine Geschichte noch, das hat die Emma aber gestern schon gesagt, deswegen steigen wir da nicht so ganz nochmal ein. Aber wo Elisa eben von dem Heer belagert wird und dann aber zu seinem Diener sagt, mit uns sind viel mehr als die gegen uns sind. And then that one story that Emma mentioned yesterday, where Elisha was in a city that was being besieged, and he has this vision, and he says, there are so many more that are fighting for us. Ja, weil ich finde, das ist eine meiner Lieblingsstories über Elisa. One of my favorite stories about Elisha. Ja. Und auch dieses Gebet, öffne ihm die Augen, Herr. And this prayer that he prays, God, open his eyes. Dass sieht, wie viel zahlreicher dein Heer ist, das mit uns steht. So that he may see how much more numerous our army is that is standing with us. Weil ich glaube, das können wir für uns ja auch nehmen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, dass wir deine Macht sehen, auch im Unsichtbaren. And I think this is something we can take for ourselves. God, open my eyes, open our eyes so that we see your power that is at work in the invisible. Ja. Cool. Also, ja. Sorry, weißt du, ob Elisa auch 40 Tage lang in der Wüste oder so war? Habe ich. Elia. Ja. Ja. Glaube ich nicht. Seems like a prophet thing to do. Ja, that's right. Aber, also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, dass irgendwie in der Wüste gewesen wäre. I can't think of a specific story when he might have been in the wilderness. Ja. Aber gute Frage. Good question. Noch irgendwelche anderen Gedanken zu Elia, Elisa, Jesus? Ja. In der Prophetie, da der Elia Gericht über Ahab und Ahas hergebracht hat, kann man auch sagen, dass Jesus zum Beispiel Petrus gedacht hat, dass er verraten wird oder dass einer der Jünger ihn verraten wird. Stimmt. Also negativ. So eine, ja, genau. Ja. I think you could say just like Elijah was prophesying punishment to Ahab and others. In a similar way, Jesus foretold Peter that he would deny him 3 times. And what about Jesus' prophecies about Jerusalem, where he says, judgment is coming over you, Jerusalem, and he cries over Jerusalem. Ja. And then it happened about 40 years later. Haben wir ein Beispiel zu den Others, Mount Carmel und Grain? Von Elisa? Ja. Also da habe ich in meiner Liste eben dieses, was wir zuletzt gesagt haben, das ist ein Gebet. Das ist wieder Blut da, oder? Ja, das ist nochmal eine andere Stelle, glaube ich, nochmal ein anderer Angriff. Nee, das sind die, also nachdem Elisa gesagt hat, dieses Heer mit uns ist viel zahlreicher als das uns angreift, hat er das Heer, das angegriffen wird, quasi mit Blindheit geschlagen. Also Gott hat das Heer mit Blindheit geschlagen. Und dann ist das Heer, also sie wollten ja Elisa angreifen. So right after this vision that Elisha had about actually having a greater army around them, the Lord struck the people that were attacking them, that were trying to capture Elisha with blindness. Und Elisa hat dann eben das Heer von den Aramäern, das blind geworden ist von Gott, woanders hingeleitet. Sie wollten eigentlich Elisa angreifen, aber er hat es dann nach Samaria geleitet. And then Elisha led those blind soldiers that were trying to grab him to another city, to Samaria. Und dort hat Elisa wieder das Gebet gesprochen, Herr, öffne ihnen die Augen. And there again, Elisha prays this prayer, Lord, open their eyes. Und das war jetzt halt die biologischen Augen, die tatsächlich blind waren. In this case, it was about their physical eyes that had actually gone blind. Und dann stand dieses Heer vor dem israelischen König. And then suddenly this army finds itself surrounded and in the city of the Israelite king. Ja. Und was dann auch noch was Schönes daran ist, das wir hinzufügen können gerade, dass der König von Israel hat dann gefragt, ja, kann ich die jetzt umbringen? And then it's that beautiful moment where the king of Israel is like, all right, can we kill them?
Und er hätte die Macht gehabt, sie umzubringen. He would have had it in his power to kill them. Aber Elisa sagt jetzt auch in diesem opposite spirit, But also there, Elisha speaks out in this opposite spirit. nein, setzt du ihnen ein Festmahl vor. No, give them something to eat. Make a feast for them. Das heißt, der König von Israel hat quasi den feindlichen Herren ein Festmahl gemacht. So the king of Israel basically provided a feast for these enemy soldiers. Und Elisa, den sie töten wollten, And Elisha, the man they were trying to kill, er hat gesagt, nein, bitte gib ihnen ein Festmahl. said, no, don't kill them. Please give them something to eat. Und dann heißt es, dass die Aramäer dann erstmal das Israel in Ruhe gelassen haben für eine Weile. And then it said that the Arameans, they stopped bothering Israel for a while. Weil das so viel Kraft hat, wenn man Böses mit Gutem vergilt. Because there's such a power in responding to evil with goodness. Ja, also generell, das ist ja echt ein Prinzip, das wir uns hier rausziehen können, dass wir einfach in diesem gegensätzlichen Geist uns bewegen Generally, I think it's such a principle we can pull out of this to operate in the opposite spirit. und dass wir eben Böses mit Gutem vergelten. To respond to something evil that is done with good. Aber menschlich gesehen geht es ja gar nicht, deswegen, es geht ja nur mit Gott und ist deswegen auch volles Zeugnis für Gott. And humanly speaking, that's not really possible. That's only something we can do with God, which means that it's also a testimony of God's power. Wo steht denn das? Wisst ihr, das ist aus dem Stegreif? 2. König 6, ab 8 bis 23. Danke. Danke. Cool. Gibt es noch weitere Gedanken oder Fragen? Alright, do you have more questions or thoughts about this? Auf jeden Fall danke für all eure Fragen, für all eure Gedanken, die ihr auch beigetragen habt. Ich fand es so sehr fruchtbar. Thank you for all of your responses. Thought that was really fruitful. Und dann will ich jetzt das Thema Elisa quasi abschließen und wir gehen nochmal zurück in die Liste der Könige vom Nordreich. So then I would wrap up this comparison between Elijah and Elisha, and we go back to the list of the kings of the northern kingdom. Wir sind ja immer noch hier rechts in dieser Liste. Have a look here. We're still on the list on the right side. Also bei den Propheten haben wir ja gerade über Elisa gesprochen und der ist gestorben, solange dieser König Joram an der Macht war. We just talked about Elisha as a prophet, and he died during the reign of King Joram. Und wir überspringen jetzt ein paar Könige und steigen wieder ein bei Jerobeam II. So let's skip a few kings now, and we will pick up the story with Jeroboam II. Und Israel ist auf jeden Fall schon gut geschrumpft gewesen, weil einfach umliegende Nationen schon viel weggenommen haben von Israel. Israel had already shrunk quite a bit because the surrounding nations had taken away territory from them. Aber unter diesem Jerobeam II. Hat Israel nochmal so eine kurze Erfolgszeit gehabt. But then under this King Jeroboam II, Israel had this short moment of success. Also man nennt es dann auch so, diese goldenen Jahre sind nochmal gekommen quasi. And historically speaking, there was another golden age for the northern kingdom. Und das hat auch der Prophet Jona vorhergesagt gehabt und so ist auch eingetroffen. And we see here that it was the prophet Jonah that had foretold that, and that's exactly what happened. Also hier seht ihr ja auch, Jona ist auch ein Prophet des Nordreichs. And so we see here Jonah in the list of prophets, who is also a prophet to the northern kingdom. Und das Buch, was in der Bibel ist, hat er zwar an die Assyrer geschrieben, aber er hat auch als Prophet im Nordreich prophezeit. So the book of Jonah in the Bible is directed at the Assyrians, but he also prophesied here to the kings. Und es ist eine Zeit, in der die Weltmacht immer noch Assyrien ist. And we're talking about a time in history when the major power was still Assyria. Aber Assyrien war immer noch so mit sich selber beschäftigt und in so einer Zeit der Schwäche. Assyria still has struggles going on internally, and so they were still in a time of weakness. Und deswegen war es auch Israel und auch dem Südreich Juda in der Zeit möglich, das Gebiet wieder zu erweitern. And so both for Israel as well as for the southern kingdom of Judah at this time, it was possible to enlarge their territory. Israel und Juda haben auch zusammengearbeitet. And at this time they were also working together. Ich glaube, auf der anderen Seite eben ist der König Usia von Juda, die haben da beide so das Gebiet erweitert. On the other side then we have King Azariah or Uzziah.
and they were together enlarging their territory. Und sie haben das Gebiet fast wieder so groß hergestellt wie unter König Salomo, aber nicht ganz. To the point where the territory almost got to the borders under King Solomon, though not quite. Und obwohl es ihnen wirtschaftlich gut ging, And even though they were doing really well economically speaking, also sie hatten quasi Frieden und wirklich Wohlstand im Land, there was peace in the land which led to wealth. waren trotzdem die Zustände in der Gesellschaft nicht in Ordnung. Conditions in society were not okay. Also wir haben die Situation, dass einfach ganz große soziale Ungerechtigkeit geherrscht hat. We have the situation there that there was huge social injustice. Dass die Armen immer ärmer geworden sind und die Reichen immer reicher geworden sind. That poor people kept getting poorer and the rich got richer. Also die Reichen haben quasi die Armen unterdrückt. And the reason for this was that the rich were able to oppress the poor. Und wenn irgendein Fall vor Gericht ging, dann konnte man sich quasi das Recht auch mit Geld kaufen. Und deswegen hatten die Armen keine Chance. If it came to a court case, the rich could buy the case with money, and so the poor people didn't really stand a chance. Also große soziale Ungerechtigkeit und Korruption. So we're talking about gross social injustice and corruption. Und glaubt ihr, dass das Gott gefallen hat? What do you think? Is that something that God enjoyed seeing? Of course. Rhetorische Frage. Ja, genau. Nein, ja. Und also Gott hat in der Zeit eben auch Propheten nach Israel geschickt. Of course not. And so God, during this time, sent prophets to Israel. Und quasi mit dieser Frage, hey, wo sind Recht und Gerechtigkeit bei euch? Asking this question, where is righteousness? Where is justice among you? Ihr sollt euch um die Armen kümmern. You are supposed to take care of the poor. Es soll Gleichberechtigung herrschen in Israel. There should be equal treatment in Israel. Und zum Beispiel der Prophet Amos, der hier auch aufgeführt ist als ein Schriftprophet, For example, the prophet Amos, who is also named here as one of the written down prophets, der hat ganz stark dieses Thema von Gott aufs Herz gekriegt, nach Israel zu gehen und zu sagen, hey, schafft bitte soziale Gerechtigkeit, kehrt um von diesen bösen Wegen. he strongly had this message from God on his heart, speaking to the northern kingdom, saying, turn away from the social injustice, create Ja. a society that is just. Ja. Turn back to God. Also generell könnt ihr euch merken, dass soziale Ungerechtigkeit ein ganz großes Thema war, das die Propheten transportiert haben. So the social injustice was a huge part of the prophet's message at this time. Und natürlich haben sie weiter auch Götzendienst betrieben in Israel. And of course, the people of Israel were still worshipping idols at this time. Und auch eben Götzendienst war so dieses andere große Thema, was die Propheten immer adressiert haben. So that's the other big issue that the prophets were speaking out against. Ja. Und zu den Propheten könnt ihr euch also einfach auch noch merken, eben Amos und Hosea waren zwei Schriftpropheten im Nordreich. And looking at these prophets here, you can remember Amos and Hosea were two written prophets. Also Jona war kein Schriftprophet fürs Nordreich, aber trotzdem ein Prophet dort, habe ich ja schon gesagt. To the northern kingdom. Jonah, he was also someone active in the northern kingdom, but though his message is not directly written to them. Und natürlich eben Elia und Elisa sind zwei ganz wichtige Propheten fürs Nordreich, die wir uns merken wollen. And then of course we've looked at Elijah and Elisha, and those are two major prophets that were active in the northern kingdom. Der Micha, der hier aufgeführt ist noch als Prophet, das ist nicht der gleiche, der auch der Schriftprophet ist. The Micaiah, who is mentioned here under Elijah, is not the same as the prophet Micah from the Bible. Ja. Okay, also so viel noch zu den Propheten und dann gehen wir wieder einen König weiter. So then let's look at the next king. Nach diesem Jerobeam II. After Jeroboam II, ist es mit Israel steil bergab gegangen. things rapidly declined for Israel. Also innerhalb weniger Jahre haben sie ganz viele verschiedene Könige gehabt. And only a few years they had a quick succession of different kings. Und da fängt es dann jetzt an unter dem Jerobeam II. Mit diesem Secharia. So then shortly after Jeroboam II, we get
Zechariah Der hat nur 6 Monate regiert. only ruled 6 months. Dann hat sich der nächste Schallum gegen ihn verschworen und ihn erschlagen. Then the next guy, Shalom, conspired against him and assassinated him. Der hat nur 1 Monat regiert. He just only reigned for 1 month. Ab jetzt ist übrigens die Zeit, wo auch die Assyrer wieder mächtiger werden. And now we get to the time when Assyria becomes powerful again. Okay, dann kommt der Menahem, der nächste König, der dann den Schallum erschlägt und selber König wird. So then we have Menahem, the next guy, who kills Shalom and becomes king. Und dieser, ja, Du hast gesagt, die Assyrer sind wieder mächtiger geworden. Warum sind sie denn weniger mächtig geworden? davor waren sie halt in ihrer Schwächezeit. Wieso genau sie selber diese Schwächezeit hatten, weiß ich nicht, aber sie waren einfach mit sich selber beschäftigt und deswegen war es ja auch möglich, dass dieser Jerobeam und auch Juda das Gebiet wieder ausweiten konnten. Die haben unter sich gekämpft zuvor. Okay. Am Unruhen im eigenen Reich. So, like we said, under Jeroboam II was a time when the Assyrians were dealing with internal conflict, fighting among themselves, and now they were starting to get powerful again on the big political scene. Und man merkt es jetzt hier auch, also als der Menahem regiert hat, wird auch im Buch der Könige der König von Assur zum ersten Mal genannt. And so we notice this here under Menahem's rule in chapter 14 that the king of Assyria is mentioned. Und dieser Menahem, der König von Israel, hat einen Bund mit diesem König von Assyrien gemacht. And so Menahem was able to make a covenant with the king of Assyria, Er hat ihm dann Tribute bezahlt. where he was paying tribute to him. Ja. Und generell einfach Bündnisse mit fremden Nationen ist etwas, was Gott nicht findet. But generally, God was not in favor of covenants, of treaties with other nations. Also es geht steil weiter bergab. And so things were declining. Der nächste ist der Pekachia gewesen und der hat, der Pekachia hat den Menahem erschlagen und wurde dann König für 2 Jahre. So after that, we have Pekahiah, who kills Menahem and becomes king for 2 years. Dann kommt der Pekach und hat den Pekachia getötet und war dann 20 Jahre nochmal König. Then Pekah comes up and kills Pekahiah and rules for 20 years. Und in der Zeit von dem Pekah, also das ist jetzt Nummer 18 schon, And so now we're talking about Pekah, number 18. da kam dieser König von Assur und hat auch bereits schon Teile von dem Nordreich weggenommen und auch schon ein paar Leute in Gefangenschaft geführt. And so during his reign, the king of Assyria came and took away some of the cities, some of the territory of the northern kingdom, and also led away people into captivity. Also das Land schrumpft weiter gut zusammen. And so we see how the land is shrinking down again. Und jetzt kommt der Hoshea und erschlägt nochmal den Pekach. Now Hoshea comes and assassinates Pekah. Und jetzt wird der Hoshea nochmal der letzte König. 9 Jahre regiert er im Nordreich Israel. And so he becomes the last king of the northern kingdom, and he reigns over Israel for 9 years. Aber nur bis hierher, lasst uns mal nochmal uns das bewusst sein, was das für ein Chaos ist. Der eine König killt den anderen und so kommen sie an die Macht. Also die sind schon im totalen Chaos gewesen gerade. But let's consider that for a moment. What happens to a country when one king just comes and assassinates another, and the rulers go from one ruler to another? What does that do to a country? Das, was ich halt auch nicht verstehen kann, ist, wie kann Pekah dann an die Macht kommen, obwohl der Pekachia umgebracht hat. Weil wenn ich heute die Pekah umgehen würde ich dann nicht grün werden, weil ich die umgebracht habe. Ich würde dann sofort ins Gefängnis landen. Also wie kann das möglich sein? I wonder how it could be that you could assassinate someone and then become king in their place. If I kill the president today, I would go to jail and not become president. Well, I think it was usually like the army commander, the guy who had power, who had soldiers under him, who killed the king. Or maybe a relative who had power around him. It was a little bit of a different situation, of course. Und zusätzlich war auch kein gutes Recht halt da. Die Reichen haben halt gekriegt, was sie wollten und die anderen konnten sich nicht wehren. And of course there was no system of law functioning at that time. The rich people, the powerful people, they could grab whatever they wanted, and no one could protect themselves against that. There was also a system of power, because, like you said, there was no real system of law. So basically, if the ruler at the time was basically, if he was the most powerful, then he would rule. If somebody could, it was like an unwritten rule, I would think, that if somebody could overthrow him and kill him, then they were the most powerful, therefore they should be the one to rule. So
And we see in this example of a king who just rules for 2 months, I mean, he basically tries to establish his power, but then the next guy already comes and takes him out. So it's basically chaos, like Carol said. Good thoughts. Okay, dann zurück zum letzten König, der Hoshea. So let's look at this last king, Hoshea. Auch der ist quasi ein Knecht von Assyrien und muss Geld an Assyrien zahlen. Also he is a vassal, basically a servant of the king of Assyria and has to pay money to him. Aber irgendwann rebelliert er und sagt, ich verbinde mich mit Ägypten und höre auf, Geld an Assyrien zu zahlen. But at some point he rebels and he says, I'm going to ally myself to the king of Egypt and I will stop paying tribute to Assyria. Und hier wieder die Verbindung mit Ägypten ist, Gott hat davor gewarnt. But in the Bible it's always like, going back to Egypt is considered a bad thing, something that God had warned them about. Und natürlich hat der König von Assyrien das sich auch nicht gefallen lassen. And of course the king of Assyria was not pleased and he didn't just let that slip. Also er kommt und belagert die Hauptstadt im Nordreich Samaria für 3 Jahre. So he comes with his armies and he besieges the capital of the northern kingdom, Samaria, for 3 years. Und schließlich 722 vor Christus And then, finally, in the year 722 before Christ, führt er den König gefangen weg und nimmt quasi die Hauptstadt ein, Samaria, und führt das ganze Volk weg nach Assyrien. the Assyrian king captures the city of Samaria. He takes away the king to captivity as well as spreading the population. Das heißt, dieses Datum ist für uns wichtig, das ist das Jahr, wo das Nordreich ins Exil nach Assyrien musste. So this date is really important for us. It's the year that the northern kingdom had to go into captivity to Assyria. Und ja, Samaria ist die Hauptstadt von Israel, vom Nordreich, oder ist das vom Nordreich. ein Synonym von dem Nordreich? Auch wenn die Propheten über Samaria reden, dann meinen sie auch mal das Nordreich Israel. Aber Samaria ist eine Stadt und kann aber für das ganze Nordreich stehen. Welche Stadt ist es heute? Ich glaube, es gibt Samaria noch sogar. Also ich bin Also ich glaube, ich war sogar schon in Samaria. nie von der Stadt Samaria gehört. Ja, aber die ist auch klein. Also es gibt auf jeden Fall noch das Gebiet. Willst du das übersetzen? Entschuldigung. So the question was, so what is Samaria? Was it the capital of the northern kingdom or the whole northern kingdom? The question is, both of that is true. It was the capital, but sometimes when the prophets spoke against Samaria, they meant the whole of the northern kingdom. And the second question was, so is this city still existent today? Carol thinks it is, although it's just a small place, small town. Weißt du, do you know if it's still existing? I'm pretty sure like the whole country of Samaria exists, but it's not like I don't really know enough to say actually. Okay, ja. Also ich glaube, das Gebiet heißt auf jeden Fall Samaria. Es gibt ein Gebiet, das Samaria heißt, Israel, und ob es die Stadt an sich noch gibt, weiß ich jetzt nicht. Die Stadt ist vollkommen verlassen seit babylonischer Zeit. Ah, okay. Es gibt heute so ein kleines Dorf, ein palästinensisches Autonomiegebiet, Ja. aber ich glaube nicht, dass das namenlos ist. Ja, Aber es hat schöne Schluchten. Schaut schön aus. Alright, so apparently there's still an area that is called Samaria, and there's possibly a small village in the Palestinian territories that might be where that city was before, but it's certainly been deserted since Babylonian times, and there's beautiful ravines in that area. Ja. Okay, und jetzt sind wir wieder bei diesem, also ich schließe das Thema Nordreich noch ab, dann machen wir eine kurze Pause, okay? Alright, so let's get to the end of this Northern Kingdom talk, and then we'll have a short break. Und zwar, jetzt sind wir auch wieder bei diesem Kapitel, das das Schlüsselkapitel ist, wo wirklich so gesagt wird, deswegen seid ihr im Exil. So this is when we get to this chapter, to this key chapter in 2 Kings, where it explains this is why you had to go to captivity. Also dieses Kapitel 17, an dem Punkt sind wir jetzt quasi. So 2 Kings 17, that's the point we've reached now. Und gerne kann jemand nochmal unseren Schlüsselvers einfach vorlesen, den müsst ihr auch auswendig lesen. 2. Könige 17, 13 bis 14. Can someone please read this key verse, 2 Kings 15, verse 2. Kings 17, 13 to 14. 2 Kings 17, 13 to 14. Wieder und wieder hat der Herr seine Propheten und Seher geschickt, die Israel und Juda warnten. Kehrt um von euren falschen Wegen, gehorcht meinen Vorschriften und haltet euch an meine Gebote, denen im Gesetz enthalten sind, das ich euren Vorfahren aufgelegt und euch durch seinen Diener, den die Propheten gegeben habe. Aber die
Israeliten wollten nicht hören. Sie waren ebenso widerspenstig wie ihre Vorfahren, die sich geweigert hatten, an den Herrn, ihren Gott zu glauben. Is that actually our memory verse? Ja. It's kind of long, but it's really important. Let's repeat it again. Cool. Danke. Genau, also ja, deswegen sind sie ins Exil gegangen und zwar ist Nordreich nach Assyrien gegangen und deswegen noch ein paar Informationen zu den Assyrern generell. Okay, so that is why they had to go into exile, and the northern kingdom was taken away by Assyria, so I want to give you a little bit more information about the Assyrians specifically. Also einfach nur mal eine Idee zu kriegen, wie groß das Reich war. Just to get an idea of how great, how large this empire was. Das ist jetzt in zwei unterschiedlichen Zeiten. Zuerst das dunkelgrüne und das hat sich dann ausgeweitet. So we see this in two different time periods. First of all, we have the dark green, and then we see how they expanded. Aber so viele Gebiete hatte halt eine Weltmacht, wenn sie Weltmacht war, sozusagen. That's how many territories and empires they conquer when they became a world power. Aber das Schöne ist, seht ihr, Juda ist gelb. But the beautiful thing, see, Judah is colored a little bit lighter, yellow. Also Juda konnte bis zuletzt gegen die Assyrer standhalten. To the very end, Judah was able to withstand the attacks of the Assyrians. Das ist auch ein Wunder. That's a real miracle. Ja. Aber zurück zu den Assyrern. Also wir haben die Hauptstadt Ninive und Assur. Das ist da, ich kann das sagen, aber Ninive und Assur ist so ein bisschen, seht ihr es? Das sind die zwei Hauptstädte. Die liegen an irgendeinem Fluss. So you see the capital cities of Assyria were Nineveh and Assur. Also Assur und Ninive darüber. Zwei Hauptstädte. Okay, so they had two capital cities. Und das Besondere an den Assyrern war, dass sie ganz viel schriftlich festgehalten haben. And something remarkable about the Assyrians is that they took a lot of written notes. Und deswegen decken sich ganz viele Quellen von den Assyrern auch mit den biblischen Quellen. And that helps us to compare Assyrian sources with biblical texts and see how they fit. Und bestätigen eigentlich so auch für die Wissenschaft, dass auch die biblischen Texte quasi da viele also die Wahrheit in historischen Dingen liefern. Which helps to confirm also to the historians that the biblical texts, they have a true historical basis. Und ansonsten waren die Assyrer, die waren bekannt dafür, dass sie eine große Kriegsnation waren. So the Assyrians were known for being a huge military power. Die hatten eine richtig gute Kriegstechnik und Waffen. They have had a great war technique, fighting technique, and great weapons. Aber die waren auch wirklich richtig brutal. And they were really brutal in the way they went about conquering nations. Der König selber musste der stärkste von ihnen sein. The king of Assyria had to be the most powerful warrior. Und er musste zum Beispiel Löwen töten können. And he proved that by killing lions. Also Krieg und Löwe sind zwei Stichworte, die zu den Assyrern passen. So war machine and lions, those are two words that describe the Assyrians. Und natürlich, sie haben eben ganz viele Völker ja in Gefangenschaft geführt. And as you can see, they conquered many different nations and led them into captivity. Und die Art, wie sie das gemacht haben, war so unmenschlich, so schrecklich, so brutal. And the way they did that was dehumanizing and horrible and brutal. Also, wenn sie eine Stadt erobert haben, dann haben sie erstmal, ich denke mal, die meisten erstmal umgebracht oder viele umgebracht. When they were able to conquer a city, I would imagine that they killed a lot of people. Und sie haben das auch eingeführt, dass man gepfählt wird quasi. As a punishment, they also stuck people on poles. Und oft haben sie dann die Leute auf den Pfahlen vor einer Stadt so aufgestellt, einfach als Abschreckung. As a way to intimidate other cities that they would give up to them. They would put people on these poles and just leave them in front of the city. Und die Leute, die sie am Leben gelassen haben, haben sie dann weggeführt aus ihrer Heimat. And those who were left alive, they were then deported from their home city. Und zwar nackt und barfuß. They were taken away naked and without shoes. Und dann mussten sie alle in einer Reihe laufen und wurden verbunden durch eine Kette. Also die haben so einen Ring durch die Nase gekriegt und dann hat man die mit Ketten an den Ringen verbunden und so mussten sie wegziehen. They were being led away in long lines connected with chains through their noses. Und die Assyrer haben ganz bewusst gesagt, sie wollen so eine Umsiedlungspolitik führen.
And they were very deliberate about resettling people in other places. Also sie haben gesagt, sie wollen sie wegnehmen von ihrer Heimat, weil sie das Ziel hatten, die Identität komplett zu zerstören von diesen Menschen. They took people away from their home to truly erase their identity. Weil sie gesagt haben,